Hallo ihr Lieben aus der Colonia Tovar. Ja, ich möchte die Zeit einfach mal nutzen, um ein paar Fragen zu beantworten, denn in letzter Zeit erreichen uns immer mal so ein paar Anfragen und da geht es um das Thema, was haben wir eigentlich an Technik, an Elektronik dabei? Und das möchte ich euch heute in dem kurzen Video einfach mal zeigen. Ich fange einfach mal beim einfachsten und beim nötigsten an. Und zwar ist das unser Handy. Wir haben zwei Handys dabei. Das sind zwei iPhones. Ich habe das iPhone 11 Pro. Die Lisa hat ein iPhone 13 mit dabei. Und wir nutzen das iPhone nicht nur, um natürlich Bilder zu machen, um zu telefonieren, um die ganzen Social Medias zu bespielen, sondern wir nutzen oder ich nutze das iPhone auch, um mit der App Osmand ja, eben auch die Navigation zu betreiben. Ich hatte in der Vergangenheit immer auch ein Garmin dabei, das Garmin Montana 700. Und ich persönlich war damit nicht so zufrieden, nicht von der Navigation her, das war alles super, aber von der Verarbeitung und auch von den Kontakten, die da hinten dran sind und durch die Vibration an dem Motorrad hat das dann irgendwann mit der Stromversorgung nicht mehr funktioniert. Dann bin ich auf den externen USB-Anschluss gegangen, da ist dann irgendwann Feuchtigkeit reingekommen. Also das hat mich nicht überzeugt für ein wirklich teures Outdoor-Navi und ja, mit dem normalen iPhone mit der Osmand-App drauf fahren wir richtig, richtig gut und das ist einfach ja, mittlerweile zu unserem Standard geworden. Befestigen tue ich das am Motorrad mit dem SB Connect. Ich habe dann hier für das iPhone eine Hülle dazu und am Motorrad habe ich auch das dazugehörige Gegenstück und ja, damit navigieren und hören wir Musik etc. Was haben wir denn alles an Kameras dabei? Ja, zuerst mal haben wir eine Insta360 One X2 dabei. Mittlerweile gibt es da auch schon wieder Nachfolgemodelle. Ich muss sagen, ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Was mir nicht ganz so gefällt, sind die Aufnahmen per Nacht oder bei Nacht. Da ist die Kamera nicht gut genug, die Ausleuchtung nicht gut genug und die kommt auch mit diesen Lichtwechseln, wenn wir zum Beispiel in der Stadt unterwegs sind, bei Nacht kommen die damit überhaupt nicht klar und die Aufnahmen bei Nacht sind einfach nicht so gut. Aber tagsüber mit der 360er mega geil. Man muss allerdings wissen, wenn man so eine 360-Grad-Kamera nutzt, die Daten, die hier rauskommen, die sind relativ groß. Das heißt, wenn man die auf dem Rechner oder auch auf dem Handy nachbearbeitet, um dann eben das Video draus zu bauen, das sind große Datenmengen und da braucht man eben auch gewissen Speicherplatz. Ja, dann komme ich zur nächsten Kamera, die wir dabei haben, und zwar ist das unsere Sony. Die haben wir uns für den zweiten Teil der Reise gekauft. Das ist die Sony Alpha 6400 und ja, da haben wir ein kleines Objektiv drauf, das 3,5 bis 5,6, 16 bis 50. Das ist so ein ganz normales Standardobjektiv, das reicht vollkommen aus für uns, um den täglichen Bedarf an Fotos zu decken. Die Kamera ist sehr, sehr kompakt und was wir noch dazu haben, ist ein größeres Objektiv, ein Teleobjektiv. Und zwar auch ein Standard 4,5 bis 6,3, 55 bis 210 und damit kann ich eben auch mal ein kleines bisschen die Ferne ranholen und das macht für uns sehr, sehr gute Bilder. Ich würde mir noch ein anderes Objektiv wünschen, ein lichtstarkes Objektiv, weil ich gerne auch nachts fotografiere, Sternenhimmel fotografiere. Da würde ich mir gerne irgendwas mit Weitwinkel wünschen, wo ich einfach noch ein bisschen lichtstärker auch arbeiten kann, dass du eben auch mal einen richtigen geilen Sternenhimmel dann drauf bekommst. Aber im Moment ist das unser Equipment, was wir kameratechnisch, also wenn es darum geht, Spiegelreflex bzw. digitale
Spiegelreflexkamera. Genau, also Alpha 6400 von Sony, ein absolutes tolles Teil und wir sind damit auch sehr zufrieden. Als nächstes stelle ich euch unsere Drohne vor, denn wir lieben es natürlich auch mal den Perspektivwechsel zu haben und auch mal aus der Luft Aufnahmen zu machen. Und dafür haben wir neu auf den zweiten Teil der Reise unsere DJI Mini 3 Pro. Wir hatten vorher die Mavic R2 dabei gehabt, die war uns einfach ein bisschen zu groß geworden und deswegen haben wir gesagt, für den zweiten Teil der Reise nehmen wir die DJI Mini 3 Pro und wir sind mit den Aufnahmen mega zufrieden. Die Größe, ja, super kleines Packmaß, das passt halt überall mal in eine Tasche oder in einen Rucksack oder in ja, irgendwo rein, wo du es schnell mal brauchst und mega toll, stabil, sie ist auch schon zweimal abgeschmiert, nichts passiert, Gott sei Dank. Ich habe ein paar Ersatzflügel dabei und ich habe dafür noch ein paar Filter dabei, um einfach bei starkem Licht, bei starken Sonnenstrahlen eben auch noch tolle Aufnahmen zu haben. Bei der Mavic R2 hatte ich das alles über das Handy gemacht, über den Controller. Da bin ich mittlerweile weggekommen, weil ich das überhaupt nicht mag, dieses Gewurschtel dann noch mit dem Kabel und das dann in diesen DJI-Controller das Handy reinzustecken und dann, das dauert mir alles viel zu lange und deswegen haben wir uns dann für den Controller mit dem integrierten Display entschieden. Ich habe da jetzt noch so eine Schutzhülle drum, Panzerglasscheibe drauf, dass da wirklich nicht viel passieren kann. Und das geht wesentlich schneller und das zu verbinden und du nimmst das einfach nur aus der Tasche raus und zack, kannst du damit arbeiten. Das Ganze haben wir in einer Tasche drinne. Die Tasche, die ist stabil, die kann man einfach zumachen, die ist auch einigermaßen wasserdicht. Also wenn auch, ich habe diese Tasche dann in meinen Tankrucksack drin, dass ich wirklich den Tankrucksack einfach aufmachen kann und dann schnell an meine Drohne drankomme. Hier habe ich, wie gesagt, noch die Filter mit dabei. Die sind von Freewell. Die kann man sich günstig bei Amazon bestellen. Ich habe noch ein paar Ersatzflügel dabei. Also das, was man so für den täglichen Drohnenbedarf eigentlich braucht. Genau, das dazu. Für die Drohne habe ich 3 Ersatzakkus dabei. Der eine ist jetzt in der Drohne drinne und dann gibt es hier diese kleine Ladestation von DJI noch dazu und da sind jeweils die Drohnenakkus drinne. Das sind die Standardakkus. Und ich habe aber jetzt gesehen, es gibt dafür auch diese Long Range Akkus, also die sind etwas größer, etwas schwerer dann auch, aber die kann man dann bis zu einer halben Stunde fliegen lassen. Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, ich hatte überlegt, Mensch, bestellst du mal einen in Deutschland, aber so ein Scheißding, Entschuldigung, kostet dann auch eben mal so um die 300 € und das ist einfach viel zu teuer. Wir haben ja jetzt auch mal in Amazon in den USA geschaut und da sind sie etwas günstiger, aber trotzdem immer noch sehr teuer und deswegen bleibt man einfach bei unseren. Das Tolle ist, du kannst mittlerweile klar darüber über USB laden, das können wir auch übers Motorrad laden und das Positive im Vergleich zur Mavic R2, ich kann auch die Drohne jetzt direkt ans Ladegerät anschließen und auch den Akku laden. Das heißt, ich brauche den nicht jeweils rauszumachen, in die Ladestation reinzusetzen, sondern kann die Drohne direkt ans Ladegerät anschließen und kann die dann auch wieder laden. Wir haben auf unserer Reise noch unsere GoPro 10 dabei. Die haben wir jetzt in letzter Zeit ein kleines bisschen abgegradet und zwar mit dem Media Case, weil wir einfach gemerkt haben, dass das eigentliche Mikrofon, was in der GoPro verbaut ist, nicht so das Beste ist und das Media Case hat hier oben quasi ein Mikrofon verbaut, wo ich auch einstellen kann, ob ich das nach vorne raus haben möchte oder nach hinten raus, also zu mir zu bespielen kann. Und die GoPro 10 überrascht mich immer wieder, was du damit eigentlich alles machen kannst. Das ist wirklich eine geile Qualität für mich oder für uns jedenfalls. Und selbst ja, beim Fahren ganz klar, da ist das gar nicht mehr wegzudenken. Und auch nachts den Sternenhimmel zu filmen, in einem Timelapse zum Beispiel, das macht mit der GoPro richtig viel Spaß. Und da kann man tolle Aufnahmen draus machen.
Und jetzt sowieso in Kombination mit dem Media Case macht das mega viel Spaß, mit so einer Technik zu arbeiten. Natürlich Ersatzakkus und die passende Ladestation dazu. Ja, wer GoPro kennt, die Akkus sind nicht immer die besten, obwohl das wirklich original ist, aber die lassen nach einer Zeit auch irgendwie nach, und da wünsche ich mir einfach von GoPro dafür, dass es wirklich so eine tolle, große Firma ist, die einfach da auch in dem Segment arbeitet, wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Qualität. Aber sei es drum, wir haben 3 Akkus dafür dabei. Wir haben das Case dabei zum Tauchen, weil wir doch auch in der Karibik unterwegs sind und da auch mal schnorcheln gehen. Und da möchte ich die GoPro auch schützen, und deswegen haben wir dieses Case noch dabei zum Schwimmen. In Kombination dazu haben wir noch einen größeren Selfie-Stick dabei oder auch ein Stativ, wie auch man auch immer nennen will. Das ist kein Profi-Stativ, absolut nicht. Das ist quasi ein Dreibein, das man sich einfach so hinstellen kann. Dann kann man das noch über ein paar Stufen ausziehen, damit es eben bis 1,50 Meter hoch ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, das steht natürlich nicht super stabil, wie das bei einem Profi-Stativ ist. Allerdings ist es auch sehr leicht, und ein Stativ für die Kamera ist natürlich dann auch dementsprechend schwerer, und deswegen haben wir gesagt, Mensch, das reicht uns erstmal vollkommen aus. Darauf kann ich montieren die GoPro, ich kann darauf montieren die 360er Kamera, ich kann darauf unsere Sony Alpha drauf installieren, und damit ist das Ding eigentlich relativ ja, gut einsetzbar. Wir haben dabei eine Helmhalterung. Und das Ding ist ziemlich cool. Das hat mir der Dionisio aus Caracas empfohlen. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und das Coole ist, das klackst du dann einfach an den Helm dran, zack. Und das ist auch sehr stabil. Die Feder, die da drin ist, die ist richtig stabil. Und ich werde euch das dann auch hier unten verlinken, damit ihr wisst, von welcher Firma das ist. Und dann machst du einfach die Drohne hier vorne rein. Und das Tolle ist, du kannst die dann einfach abmachen und kannst die dann auch mal rumschwenken. Das heißt, wenn du mal nicht fährst oder irgendwas anderes aufnehmen willst, zack, und das kannst du dann gleich quasi als Stativ nutzen, oder du kannst es auch hier rumdrehen, und dann kannst du das irgendwo festmachen, an den Rahmen, an der Tür, am Motorrad irgendwo, wenn du stehst, und dann kannst du damit eben auch coole Aufnahmen machen. Des Weiteren haben wir dabei für das Handy ein kleines Stativ, hier so ein Stativ, wo du das Handy halt reinmachst, so ein Selfie-Stick. Das ist auch was ganz Einfaches, also nichts weltbewegendes, teures. Ich habe noch dabei eine Powerbank von BMW Motorrad. Das ist meine Powerbank, die ich damals bei der GS Trophy bekommen habe. Die funktioniert bis heute. BMW, gute Qualität, vielen Dank. Und damit kommt man eigentlich über den Tag hinweg, wenn das Handy mal geladen werden muss. Alternativ kann man natürlich das Handy auch übers Motorrad laden. Kommen wir noch zu einem anderen Teil, und zwar das InReach von Garmin. Auch das haben wir dabei. Wir müssen ehrlich sagen, wir haben es bisher in Südamerika noch nie genutzt. Gott sei Dank natürlich, aber wir haben es auch gar nicht in Betrieb, und mittlerweile ist auch das Abo dafür abgelaufen. Wir überlegen jetzt, wenn wir in Venezuela Richtung Gran Sabana rausfahren, also Richtung Süden, Richtung Brasilien, Richtung Amazonas, dann auch Richtung Guyana, Suriname fahren, weil wir da wirklich durch den Dschungel fahren, ob wir es da auch wieder aktivieren. Das InReach ist quasi ein SOS-System, das heißt, wenn wir einen Unfall haben und ich bin noch in der Lage, ein SOS, oder Lisa ist in der Lage, ein SOS abzusetzen, einfach draufdrücken, und dann kommt hoffentlich, ohala, irgendwann Hilfe. Das kann man mit dem Handy koppeln, dann kann man das auch mittracken. Da gibt es eine App von Garmin, das funktioniert auch ganz gut. Ja, also wir werden es in Zukunft wahrscheinlich öfters nutzen, jedenfalls Standby haben, um dann eben auch safe durch den Dschungel zu kommen. Wir haben noch dabei unser MacBook. Das ist das MacBook Air mit den M1-Chip.
was wir uns vor der Reise noch gegönnt haben. Einfach weil ich darüber die ganze Bearbeitung der Filme mache, das Schneiden. Ich nutze dafür das DaVinci-Programm und das geht einfach mit dem MacBook super schnell. Das ist leistungsstark und es nimmt nicht viel Platz weg. Es ist super stabil, auch das ist ja wichtig. Das ist auch schon mal runtergefallen, da ist nichts passiert. Und ja, das funktioniert super. Dafür habe ich dann noch hier so einen USB-Hub dabei, USB-C-Hub. Wo man eben auch verschiedene Festplatten anschließen kann oder dann eben auch in Kombination dazu noch den Card Reader. Da haben wir einen dabei, einmal mit diesem USB-C, um den am Laptop anzuschließen bzw. über diesen Hub anzuschließen, und wir haben noch einen dabei, was man auch direkt ans Handy anschließen kann, also mit diesem Lightning-Stecker. Für die Datensicherung hatten wir am Anfang nur eine 1 Terabyte ScanDisk Festplatte dabei. Mittlerweile ist das einfach nur unser Backup und wir haben uns in Kolumbien ein kleines bisschen vergrößert mit einer 5 Terabyte Festplatte, um einfach unsere Datenmengen darauf abzulegen, und ja, durch das Filmen ist da auch wirklich viel Datenmenge da, und wir wollen auch gerne alles irgendwie sichern, und deswegen haben wir noch eine 5 Terabyte Festplatte organisiert. Ja, kommen wir als nächstes zu unseren Helmen. Wir nutzen auf unserer Reise den Climb Kyros Pro und wir sind mit dem Helm wirklich sehr zufrieden. Die sind super leicht. Durch das Visier ist es wirklich ein absoluter Allrounder. Und also danke an Climb, dass wir diese Helme überhaupt haben dürfen. In Kombination zu diesen Helmen habe ich an meinen Helm das Sena 50S verbaut als Kommunikationsmittel und natürlich auch mal, um Musik zu hören, um auch mal zu telefonieren unterwegs. Das ist das neue 50S mit den Harman und Kardon. Und ich bin von der Soundqualität von meinem System wirklich super zufrieden. Das passt. Dann habe ich hier, das sieht ein bisschen gefrickelt aus mit Klebeband, noch ein Kabel dran. Da ist quasi das Mikro für die GoPro-Kamera. Und das geht nur über diesen Auxiliary-Stecker, heißt das, glaube ich. Und da wird quasi die GoPro dann angeschlossen, damit ich quasi auch während der Fahrt schon die GoPro auch mit Sound bespielen kann. Dann nimmt die auf, was ich da so quatsche. Bei der Lisa ist es auch der Kyros Pro, der Climb. Anderes Farbdesign, gleiches Gewicht etc. Lisa hat noch das Originalvisier drin. Das ist ein Visier, was auch automatisch abdunkelt. Bei meinem mittlerweile ist ein ganz normales Visier drin, weil meins einfach verschlissen war. Lisa hat von Sena das 50C dran. Das ist das mit der Kamera verbaut. Mit dem 50C sind wir nicht ganz so zufrieden, weil einfach die Kamera nicht mehr so ganz up to date ist. Die macht gute Aufnahmen, man kann darauf auch gleich sprechen, das funktioniert alles gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die App, die es dazu gibt. Und zwar ist es so, dass man die Daten normalerweise von der Kamera direkt auf das Handy übertragen kann, über eine App. Aber diese App funktioniert einfach überhaupt nicht. Und im Endeffekt nützt mir das gar nichts. Das heißt, ich muss immer erst die Karte rausmachen, die Mikrokarte rausmachen, dann in den Cardreader rein, dann muss ich mir das rüberziehen. Das ist alles viel Aufwand, und normalerweise sollte es ja so sein, dass ich das drahtlos quasi an die App, an das Handy sende und dann die Daten schon weiterverarbeiten kann. Und das funktioniert leider überhaupt nicht, und da muss ich echt sagen, ein bisschen den Daumen runter. Sena, schade, dass das so ist. Gute Hardware, schlechte Software, da muss unbedingt was getan werden. Und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht das System in der nächsten Zeit mal so nutzen könnten, wie es auch gedacht ist. Genau, jetzt habe ich euch mal ein kleines Update gegeben zu dem, was wir dabei haben. Wir werden in Zukunft noch unterstützt von einem iPad. Das hat sich Lisa jetzt bestellt, weil wir ganz gerne
auch mehr Artikel für Zeitungen schreiben wollen, und ich nutze das MacBook einfach viel, um die Videobearbeitung zu machen. In der Zeit kann Lisa mit dem MacBook natürlich nicht arbeiten, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, in den USA noch ein iPad zu bestellen. Das wird in den nächsten Tagen dann auch da sein. Und dass Lisa einfach autark dann auch ihre Artikel schreiben kann. Sie hat zwar natürlich auch das Handy, aber den ganzen Tag mit dem kleinen Handy und das dann zu tippen und dann auch längere Texte zu schreiben, das macht mit dem Handy einfach nicht so viel Spaß. Da ist natürlich dann das iPad besser, weil der größere Bildschirm ist, und das ist einfach flexibler einsetzbar. Ja, kurzer Abriss zu dem, was wir an Technik dabei haben, an Elektronik dabei haben. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie, sendet uns, schreibt uns unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder vielleicht ganz und gar ein Abo. Und ja, wir freuen euch, wenn wir euch ein bisschen mitnehmen können auf die Reise durch Südamerika, und seid gespannt, was folgt, was die nächste Zeit mit sich bringt. Bis dahin, eure Milli Weltenbummler. Ciao.